Hallo ihr Lieben, ich bin Kathi von Creative Mom. Heute nähen wir zusammen ein tolles Retro-Haarband. Lasst uns anfangen. Schneidet alle Teile zu. Ihr könnt für dieses Schnittmuster einfache Baumwollstoffe verwenden. Wir beginnen mit der Schleife. Lege dafür den Stoff rechts auf rechts aufeinander und stecke alle Seiten fest. In der Mitte muss eine kleine Wendeöffnung gelassen werden. Hierfür kannst du ca. 2 cm abmessen. Nähe mit einem geraden Stich und einer Nahtzugabe von 0,5 cm. Vergesse nicht am Anfang und am Ende die Naht zu verriegeln. Lass dir Zeit beim Nähen, damit du später schöne Rundungen hast. Wie du siehst, halte ich immer wieder an und korrigiere die Richtung. An der Spitze angekommen, lass die Nadel stecken, heb das Füßchen und dreh den Stoff. Jetzt geht's in die andere Richtung. Mit einer Zickzackschere schneide ich die Nahtzugabe bei allen Rundungen etwas zurück. Damit man später die Spitze gut ausformen kann, muss diese bis auf wenige Millimeter zurückgeschnitten werden. Aber achte darauf, nicht zu viel abzuschneiden. Bei der Wendeöffnung bitte die Nahtzugabe nicht kürzen. Zum Wenden der Schleife nehme ich das Ende eines Pinsels. Forme vorsichtig alle Ecken und Kurven aus. Wenn du mit dem Ausformen der Ecken fertig bist, bügel bitte die Schleife von beiden Seiten. Die Schleife kann man vorerst zur Seite legen. Nehme dir das Rechteck, klappe es aufeinander und stecke es mit ein paar Nadeln fest. Nähe das Band mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen. Im gleichen Schritt werde ich die Schleife mit einem geraden Stich abstecken. Stelle die Stichlänge auf etwa 2,4 cm und nähe knapp am Rand entlang. Durch das Absteppen der Schleife ersparst du dir auch gleichzeitig das Zunähen der Wendeöffnung per Hand.
Lege das Band so vor dich hin, dass die Nahtzugabe in der Mitte ist. Klappe sie auseinander und bügel einmal drüber. Wende das Band auf die rechte Seite und bügel anschließend noch einmal drüber. Die Nahtzugabe sollte wieder in der Mitte sein. Wenn du schon dabei bist, dann bügel noch einmal über die Schleife. Das Band und die Schleife sind soweit vorbereitet, jetzt nähen wir noch die Bänder dran. Halte das Band so vor dich, dass die Nahtzugabe nach hinten zeigt. Lege das Webband in die Mitte und klappe jeweils die linke und rechte Seite des Haarbandes über das Webband. Ich fixiere das Ende mit einer Stecknadel. Wiederhole es anschließend auch bei der anderen Seite. Nähe die Enden jeweils mit 0,5 cm Nahtzugabe fest. Schneide hier die Nahtzugabe etwas zurück, aber nicht zu viel. Forme die Enden jeweils so heraus, wie ich es zeige. Lege das Haarband mit der Nahtzugabe nach unten hin. Nehme die Schleife und schiebe sie unter das Haarband. Binde die Schleife zusammen. Achte darauf, dass die Schleife mittig auf dem Haarband sitzt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal für weitere tolle Anleitungen. Bleib kreativ und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!